Leute sagen bei Early Access immer, ja, Scam, bla, Early Access, ich finde, Forest ist ein super Beispiel für Early Access. Lass mal direkt reingehen. Da geht es so ein bisschen um Making-of und so, ne? How the Forest was made, why the indie game looks AAA. AAA. The Forest might not look like your typical indie game, but it's perhaps more indie than a lot of games already covered on this channel. Das stimmt. Initially, the studio only consisted of 2 people, and the game was even self-published, making it a completely independent development journey. In 2011, creative director Ben Falcone teamed up with visual effects designer Anna Terekova and co-founded SKS Games, an indie development studio based in Vancouver, Canada. At the time, Ben was mostly known for his work at animation studio Animalogic on movies like Tron Legacy, Sweeney Todd and 300. Was? Was? Das erklärt aber einiges bei Forest, oder? Weil Forest war ja auch von Anfang an schon sehr inszeniert. Am Anfang ein bisschen hilfloser, ja. Aber da war ja auch an vieles gedacht. So auch mit dem Dingens, der auf dem Finger kommt und sonst so. Also das ist schon krass. Anna had also worked on Tron Legacy and other movies like Snow White and the Huntsman, Dragon Ball Evolution, Sucker Punch and Final Destination. Was? Das ist voll geil. Together, they developed a mobile horror game called End Night, which was released in February 2012, and eventually renamed the studio to End Night Games before starting development on their second game, The Forest. Ben had a very specific goal in mind when developing The Forest, which was born out of his frustration with modern video games. I've been frustrated with games for the past 5 or 6 years, constantly telling you what to do. It sometimes feels like work playing a game where you have a backlog of missions you have to do, constantly being bothered by NPCs. Wann hat er das gesagt? Wann haben die Forest angefangen zu programmieren? Der Typ ist visionär. Der ist einfach visionär. Darüber meckern wir heute. Die haben darüber, wann haben wir? 2011 oder 12? Vor 10 Jahren hat er schon gesagt. Oh, okay, das ist aber krass. We wanted to create a world where we could drop the player into and give them free range to do whatever they want, similar to something like Minecraft, where a lot of the fun comes from decisions that you make. We wanted to capture that, but do it in a world that looked realistic. Geil. The idea of ultimate freedom wasn't just inspired by Minecraft, but also by Don't Starve, another never-ending game. Okay, krass. Other inspirations for The Forest were horror films from the 70s, such as The Hills Have Eyes, and Italian films from the 80s, like Cannibal Holocaust. Aside from giving players free range in a realistic open world, the developers also wanted to subvert the expectations of what a horror game should look and play like. They didn't want to rely on traditional tools such as jump scares, but instead built atmospheric settings and played around with the contrast between light forest areas versus dark cave areas. Der Vogel! Surprisingly, Disney movies served as a source of inspiration for the studio's lifelike looking horror game. Was? Disney stuff was an inspiration for the daytime in the forest. There are god rays from the sky everywhere, butterflies and generally cute-looking areas. Deswegen auch der Vogel auf der Hand? Weil die am Tag wollten die es haben wie im... Okay, das ist aber... Wie geil ist das denn? Und vor allen Dingen, wie geil die Idee ist, wie geil diese Idee ist und wie gut das funktioniert hat. Die Höhlen waren so gruselig. Und die nachts, wenn die Ureinwohner kamen, die kamen immer noch tagsüber, ne? Das hat sich ja so ein bisschen bla. Aber tagsüber war alles wirklich schön und die Sonne scheint, alles war schön grün, die Rehe und alles. Und dann der Vogel, der auf dem Finger sitzt und pipapo. Und dann als Kontrast die Nacht, wenn die Viecher kommen. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verwässert, glaube ich, irgendwann. Ja, weil dann auch tagsüber die Viecher kamen. Das ist aber schon geil. Das heißt, die ganzen Sachen waren einfach keine Zufälle. Dass es alles so funktioniert und zusammengepasst hat. Sind einfach keine Zufälle. Boah, ich freue mich noch mehr auf Forest 2 jetzt. Noch mehr. One of the things I don't like in horror games is when they're all one tone, when they're always just dark and depressing. Yeah. Our Vision was always a game in which half of the time it's a place that you really want to be, and then it's at night that the horror starts. Our main goal is really just to do something completely different. Voll geil. Ben was also inspired by one of his favorite movies, the original Texas Chainsaw Massacre, where the scariest scenes for him personally took place in broad daylight. When it comes to the game's enemies, the team mentioned being heavily influenced by the I Am Legend book and the movie Cannibal Holocaust as mentioned before. They both feature a prominent theme of who's the real monster. Hä? Ich bin auf der Insel gelandet, hab alle Bäume abgeholzt, einen riesen Parkplatz gebaut, mir eine schöne Hütte gebaut, alle Ureinwohner abgeschlachtet. Hä? Ich weiß nicht, was die meinen.
Ich weiß nicht, was ich habe die Schildkröten, habe ich motiviert, ja. Ich habe alles richtig gemacht. Survival. Ich habe mich mit toten Lurchen behangen. Ich weiß, ich hab manchmal vielleicht Arme und Beine gegessen von den Leuten. Ich habe Effigies aufgestellt. Also das weiß ich nicht. Also das jetzt natürlich zu verurteilen, das ist schon harter Tobak. Da muss man sich schon weit aus dem Fenster lehnen. Ja, gut. Ich sollte das Video nicht Tobi zeigen. Der startet nochmal Forest und bringt nochmal alle um. Ja, gut, Babys getreten, aber das waren jetzt auch keine richtigen Babys. Da fehlten ja diverse Gliedmaßen, ja. Die waren halbfertig. Die waren austauschbar, die kamen ja eh dauernd rausgeschossen. Die kamen einfach immer und immer wieder nach und so. Ja, das ist... As the player, you're invading the cannibals' forest, chopping down their trees and murdering them. Are they the bad guys? Was? Or is the player? Even though the cannibals may consider you as their next meal, the point that the developers wanted to get across is that they aren't inherently evil. Just like the player, they're just trying to survive and care for their family. Ja, genau. They even have their own set of beliefs and morals, posing an interesting moral dilemma for players as they're struggling for survival. Additionally, the several behavioral patterns the enemies display aren't just random, but a reaction to the player's choices so as a cool, das jetzt zu result of sehen. the forest's intriguing AI. Und die The Musik. developers wanted to try something different with the AI, something that could hopefully set it apart from other survival games. From very early on, they wanted to try and make the cannibals feel alive and dynamic so the player doesn't know what they're going to do or how they will respond in different situations. Hopefully, this would instill an extra layer of horror and make the enemies much more fascinating, while also increasing replayability. Needless to say, the cannibals are quite intelligent. They will react differently to members of their tribe being killed, depending on who was killed, where and in what manner, and even go as far as displaying emotions. When one of their comrades dies, they will feel sad or drag an injured friend to safety. Furthermore, the cannibals have proper day and night routines, so they're always busy executing their own little quests. Unlike games that treat all enemies as mindless, the developers wanted players to realize these enemies aren't just zombie-like evil creatures. What's also interesting is that the forest doesn't spawn new enemies to no end, and instead features a set number of creatures to fight. Okay, da muss ich aber ein Veto einlegen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also in den Höhlen respawnen die. Und auf der Insel auch. Also das ist keine endliche Ressource. Es kommen unendlich viele. Wenn du kannst 10 Muschikläuse umbringen, dann kommt der 11. halt auch noch. Also das, irgendwann kamen keine Gegner mehr. Wir haben halt super viele umgebracht. Wie viele muss man denn umbringen, damit keine mehr kommen? Oder ist das halt eine Summe, die man normalerweise nicht erreicht, im normalen Durchlauf? Okay, nee, Sons of Forest kommt ja bald schon raus. Und hätte ich gesagt, okay, das muss man mal testen. Ja, genau, irgendwann, ab irgendeinem Update gab es Kannibalen und die Ureinwohner. Das wurde dann irgendwie diversifiziert und die haben sich auch manchmal gegenseitig geprügelt und so. Also ich habe das nie erlebt. Und wir haben relativ exzessiv, würde ich sagen, die Population ausgedünnt auf der Insel. Und so viel Platz ist da nicht, auch nicht darunter. Eigentlich. This makes it possible to slowly take out the cannibals one by venturing into the caves and murdering them in their sleep, for example. A viable strategy that's a nod to I Am Legend. The studio came up with the premise that the deeper players venture into the caves, the more distorted and creepy looking the enemies become. It gave the developers the freedom to be as creative as possible and design some really unique and terrifying monsters. Though players might not be eager to face these creatures, the game was designed so that it would nudge them to move to more dangerous areas, to access new resources or more valuable items, and be forced to confront tougher enemies. To make exploration even more enticing and to generate a sense of curiosity within the player, the developers also placed multiple interesting landmarks that are inaccessible until enough progress has been made. Wie vermehren sich die Ureinwohner? Gibt es Nachwuchs? Nirgends sieht man Kinder. Hast du Forest mal gespielt? Also Kinder sieht man nicht, aber Babys. Muschi-Klaus läuft rum und ballert Babys raus. Die schießt dich mit Babys ab. Und ich will nicht spoilern, wo die vielleicht noch herkommen könnten. Falls du es nicht gespielt hast, möchte ich nicht, oder falls du noch nicht so weit bist, möchte ich jetzt nicht spoilern, aber da gibt es noch andere Sachen. Hast du das Spiel im Let's Play komplett durchgespielt, storytechnisch? Ja. Die letzte Staffel haben wir die gesamte Story gemacht. Ben and the team intentionally made defeating enemies feel very realistic, and as a result, very cruel. Their goal is to make the act of killing an emotional moment for the player. The mutants are very hard to kill, and you have to be very violent to kill them. In lots of games, you can shoot someone in the leg 4 times and they die instantly, or you hit them with a stick and they die. In our game, you hit them with a stick to make them fall over, and then you get a rock and hit them over the head 3 or 4 times to kill them.
Aber ich glaube, das hat sich auch relativiert, ne? Weil wir haben ja, du gehst halt aber mit dem Speer rein oder aber mit dem Bogen, Kopfschuss, Kopfschuss. Also ich glaube, das... We really want to get across that it's very difficult to actually kill someone, and we want each kill the player performs to be something they feel some guilt about. What we don't want is just mindless killing. They also consciously opted for... Warte mal, gerade mal nachgeschaut, die Anzahl der Kannibalen ist wohl wirklich fix, aber die Zahl wird immer wieder resettet, wenn man das Spiel neu startet? Okay, das ist aber weird. Das ist aber ein weird Take dann. Weil da musst du ja so lange spielen, bis du die alle kaputt... Nee, oder? Weiß ich nicht. So, warte. Was ist das für ein Raum? Hä, den Raum kennen wir gar nicht. Warte mal, ganz hier. And we want each kill the player performs to be something they feel some guilt about. What we don't want is just mindless killing. They also consciously opted for monsters that were genetically enhanced, and not zombies or supernatural beings. It was important to the team to ground their horror game in reality, since it made the enemies feel more real, and consequently that much scarier. Yeah. The survival system helps you in dealing with the mutants in creative ways. Typ aus dem Raum. Realism wasn't the main concern during this part of production, since the top priority was to make crafting weapons and other objects feel simple and fun to do. Additionally, it had to motivate players to act and think like MacGyver, in order to come up with interesting crafting combinations. Over the course of development, the studio hired a handful of contributors to bring their survival game to life, such as programmer Guillaume Guérin, animator Michael Meller, concept artist Marina Ortega, and 3D artists Lucas Patras and Alec Moody. Ben mentioned slowly expanding the studio from 2 people to over 10 full-time members was the single most difficult part of development, but said he couldn't be happier with everyone that joined their small studio, especially seeing how dedicated everyone was towards the project. 2/3 of the team even had so much faith in Ben and Anna's vision for the forest that they left their jobs in the film industry to work on the horror game. With these artists on board, they had formed an impressive team with plenty of experience in the field of visual film effects, which greatly benefited their desire to make the graphics as impressive as possible. The team was excited to apply new visual technologies in the field of lighting and shading techniques, making the most of their background in visual effects. In every step of the art direction process, the team worked towards creating a very realistic, immersive gaming experience, and creating the perfect lighting was a huge component to achieve this goal. The game uses an advanced ambient lighting system combined with a rough pass of global illumination to really bring the visuals together. The studio also looked at the work of American photographer Gregory Crutzen, which greatly influenced the game's atmosphere. The skylight scattering system and skin shaders were beautifully produced by the team's technical artists, Oren Kurtz and David Miranda. While the large open world certainly adds to the immersion, the team didn't just focus on size, but also on the denseness, making sure it was interesting enough to explore. Early on in development, the team experimented with a game mode where players could generate new worlds to add to the survival aspect, but found it difficult to keep randomly generated areas interesting. On top of that, the game mode was riddled with bugs. As a result, the team focused their attention on the horror in the game and to ground players in their own handcrafted world. The forest was built in the Unity engine with a lot of custom add-ons, which the developers remarked as one of the reasons the game world looks so beautiful, since the add-ons allowed them to add in a huge amount of detail. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, haben die schon immer auf Unity aufgesetzt? Weil ich weiß, irgendwann am Anfang, als wir noch die Alpha gespielt haben, ziemlich am Anfang, da wurde irgendwie... Vielleicht war es ein Unity-Update, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das hat irgendwann mal gewechselt. Und dann hat das Spiel auch anders ausgesehen auf einmal. Und ich glaube, es hat vorher besser ausgesehen. Und das war aber grafisch ein Downgrade. Und haben dann aber wieder von da aus angefangen, das Ding auszubauen. Kann aber auch sein, dass es Unity 4 auf 5 oder so war. Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall hast du halt richtig gemerkt, so, oh, das wirkt jetzt aber anders und fühlt sich auch anders an irgendwie seit dem letzten Update. Einfach Unity-Version 4 auf 5. Okay, dann war es das. Und ich glaube, das wird auch gleich erklärt, dass die halt wollten, dass ältere Rechner das auch spielen können, was halt immer mit einem Downgrade einherkommt. Was ich damals schade fand, aber ich hab's verstanden. Ja, vielleicht einfach mehr Konfigurationsmöglichkeiten. The graphics team developed a new rendering system for Unity to make the game run faster and to allow for more geometry and more advanced image effects.
The studio preferred not to have any of the story told through NPCs, dialogue or cutscenes. Instead, they told the story visually, for example through visual hints and items, allowing players to choose how much the story influences their own experience. For this to work, the developers had to make the world itself as engaging as possible, and therefore build a lot of interactivity into every part of the game. Ich bin froh, and dass I dem Grund mentioned it nicht creates a unique experience for every player, and that's another layer of replayability. It was always the team's intention to create a game that was never ending, but with the possibility of a definitive ending, a climax if you will, for players who wanted that experience. Ich find's auch geil, dass das halt komplett optional war. Du musstest die Story nicht spielen, du konntest das Spiel einfach komplett ausspielen und alles machen und bla. Und du musstest einfach nicht. Du musstest die Story nicht machen. Und Tobi und ich sind ja auch noch durch Zufall drüber gestolpert. Einfach nur, wir haben da gar nicht drauf geachtet. Wir sind einfach nur durch Zufall da reingestolpert in die Story. Wieder zurück reingestolpert. Voll geil. Weil jemand gerade geschrieben hat, ob wir das vielleicht auch mal auf 4K angucken können. Also bei euch kommt das sowieso nur mit der Twitch-Auflösung an, leider. Ja, das können wir machen. Ich würde aber vorher, glaube ich, gucken, ob wir nicht noch einen Reshade dafür kriegen, eventuell. Ich weiß nicht genau, was für Mods es für The Forest inzwischen gibt, aber ich schätze mal, da gibt es vielleicht so 2, 3 und auf jeden Fall einen Reshade. Weil nur auf 4K würde mir dann nicht reichen. Weil das wäre einfach, das würde aussehen wie vorher, aber hochauflösender. Aber ich würde gerne mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein paar interessante Shadings oder so mitbekommen. Oder vielleicht doch noch ein paar geile Mods oder so. Nutzt du oft Reshades? Nur, wenn ich Spiele spiele, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind. Ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich für Days Gone zum Beispiel auch einen Reshade nehme. Ich habe für Days Gone 2 Mods installiert, nur um es mal zu testen. Und zwar eins, was die Gesichter ein bisschen austauscht gegen nicht modernere Gesichter, sondern detailliertere Gesichter, weil das Spiel schon ein paar Jahre da ist. Sowas zum Beispiel. Ja, das mache ich manchmal ganz gerne. Ja. Kommt immer drauf an. Important to Ben. It feels important to me that there's this open world, all these things you can do, but then also the option of going straight for the ending. Your son is missing. How do you find him and what do you do to survive and find out what happened to him? I feel having just a pure survival. My son is missing. What do I do? Erstmal Haus bauen, Parkplatz bauen, oh, 2. Etage, oh, da noch eine Küche schön rein, oh, da noch vielleicht eine Brücke bei dem Fluss, oh, da kann man da noch was Schönes bauen, dann ein paar Beete anbauen, ja, es muss ja auch versorgt sein. Da mache ich ein paar Ständer für Zweige und Holz und bla, dann mache ich da noch ein paar Blumenkästen, oh, hier noch ein paar Betten hin, oh, ich habe ein paar Bilder gefunden auf der Insel, ja, die hänge ich mir erstmal schön an die Wand, dann noch ein paar schöne Rehfelle noch, oh, ein kleiner Kamin wäre ganz nice, ah, dann mache ich mal im Kamin vielleicht noch ein paar Babyköpfe hin, komm, wir sammeln Babys und la. Was habe ich nochmal? Was? Story von Fallout 4. Ist einfach genau die gleiche Story von Fallout 4. So. Und dann triffst du den Sohn und der ist schon 30. Also, weil das ist einfach, naja, aber hast eine schöne Hütte. Warum nicht? Survival game with no goal at all would eventually be tiring, and mixing the survival with the very subtle story is really interesting Auf to jeden us. Fall. We want players to eventually build up a stash of weapons, cover themselves in armor, and then take on the enemy directly, find their missing kid, and try and escape the forest. The Forest was announced in May 2013 and received its first trailer. Shortly after, the game was accepted by Steam Greenlight, a service on Steam which shut down in 2017, where users would vote for indie games to determine which titles would be published on the platform's marketplace. Nice. The developers occasionally shared screenshots of the game over the next few months, while also releasing a second trailer in November 2013. In May 2014, after more than a year of full-time development, The Forest was released in early access on Steam. The team had created a strong foundation of The Forest with early access in mind, in order to make it easier to build on top of, by adding things like new areas, game mechanics, and more creatures. Initially, the studio was worried an early access release, with all its hiccups and bugs, would turn off some players, but eventually noticed that some players really enjoyed being part of the production process by providing feedback and filling out bug reports. It fundamentally changed the development approach from... Leute sagen bei Early Access immer, ja, Scam, bla, Early Access, ich finde, Forest ist ein super Beispiel für Early Access, aber auch, wie Entwickler mit Early Access umgehen können. Ja, also auch für Entwickler ist das eine gute Lernkurve. Ja, Survival! Für Entwickler halt auch ein guter Use Case. Was wollte ich gerade noch sagen? Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, die ersten Staffeln. Oh weia. Für die Rex ist das sehr gut, wenn hier die ganzen Sachen rumfliegen. Gut, Chat, sehr, sehr gut. Ich finde, Forest ist immer ein Paradebeispiel, aber auch als Spieler muss ich zugeben, ich habe auch die Bugs in der Alpha halt sehr gefeiert, falls ihr mich noch seht.
Falls ihr habt, okay, ihr seid gerade anderweitig, ihr seid alles gerade, ja, dann ist sehr gut. Sehr, sehr gut, dass wir reden können, Chat. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann, gut. Gut, wir machen gleich weiter, ne? Chat, tobt ihr euch mal aus, wir machen gleich weiter. So, weiter geht's. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren, aber Survival. Trinkst du einen Kaffee mit oder ohne Milch? Beides. Ich trinke mit. Jetzt momentan From here on ohne. out, while communication between the studio and the community was initially troublesome because of busy production times, End Games hired one of the Steam community mods to engage more with early access players and essentially form a bridge between the developers and the community. According to animator Michael, only 8 minutes after the game was released in early access, The Forest was #1 on Steam, even knocking AAA game Watch Dogs from the top of the charts. It took the team by surprise, especially since Watch Dogs had just been released, and they initially suspected it was a glitch in the system. When it turned out to be real, the devs credited part of the success to the streamability of the game on YouTube and Twitch, stating that lots of content creators pushed it to the forefront. A month after release, The Forest still sat at #4. What followed were 4 years of fixing bugs, improving enemy AI and lighting, adding crafting mechanics and stealth gameplay, opening up new areas within the forest, and so on. New animals were also introduced, as were new types of enemies. The team received a great deal of player feedback over that 4-year period and resulted in every element of the game being tweaked based on that feedback. For example, if elements of the story didn't make sense, the team would add clues. If the gameplay was frustrating, they would take a step back and overhaul certain mechanics. Voll geil, oder? Voll geil. Also die haben ihr eigenes Spiel quasi gespielt, die haben sich Player-Input geholt, die haben jemanden auf Steam, haben die sich rausgefischt, der sehr aktiv war im Forum, damit er die Moderation da macht und so. Voll geil. Die haben alles richtig gemacht. Und es war ein Passionsprojekt. Es war, ne, von hinten bis vorne. Voll gut. Alles, was EA nicht macht. Ja, gut. Aber nee, es ist ja nicht nur EA, es sind ja viele Publisher, die denken, dass sie wissen, was für die Spieler toll ist. Und das funktioniert nicht. Hat Square Enix nicht Anfang des Jahres wieder so eine Mail rausgebracht, wo sie einfach wieder von NFT schwärmen, wo 14 Mal das Wort Blockchain, 14 Mal das Wort Blockchain erwähnt wird. Ihr Neujahrsbrief. Wie kann man denn, das ist eine andere Geschichte. Ist eine andere Geschichte. Ja. Okay. Plupp. One of the community's requested features was the bow and arrow. The devs were unsure whether to add the weapon, but looking back, they admitted it turned out to be a great idea from the community. While a significant number of players requested a multiplayer mode, the team decided to focus on a single-player experience first, setting The Forest apart from the many survival games that were out at the time. Das heißt, die Bögen gab's nur, weil Spieler das wollten, weil sie sich das gewünscht haben. Und Multiplayer gibt's nur, weil Spieler sich das gewünscht haben. Wow, das ist einfach... Muss man, oder? Kann man nicht anders sagen. Schon sehr... Ich bin immer noch Fan von End Night, von Forest. Ich muss zugeben, ich bin einfach so ein Stan, so ein richtiger. Ich bin so ein richtiger Forest-Stan. Aber ich bin's auch gerne. Ich liebe alles. Und weil ich es gelesen habe, da kann man noch polischen. Ja, aber wie gesagt, es ist halt ein Indie-Studio, das sind nur wenige Leute. Und was die wenigen Leute auf die Beine gestellt haben, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Und es ist natürlich alles andere als AAA, aber es sieht schon aus wie AAA. Und das von so wenigen Leuten. Und das auf der Qualität, das auf dem Level, das mit der Story, mit allem drum und dran. Auch wenn die Story ein bisschen in den Haaren herbeigezogen ist, trotzdem geil. Und trotzdem geil, dass es diese Story gibt, weil die war eigentlich gar nicht nötig. Und die kam aber einfach irgendwann dazu. Ja, ich bin Fan. Ich bin auf jeden Fall Fan, klar. Würdest du für End Night programmieren? Nein, würde ich nicht. Nein. Ich kann nicht mehr für andere arbeiten. Ich bin da viel zu lange raus. Ich war mein Leben lang selbstständig. Ich könnte jetzt nicht mal unter wem anders arbeiten, glaube ich. Das funktioniert nicht. Mit ja, unter nein. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Dafür bin ich auch zu stur und dickköpfig. Genau, die Grafik in Forest ist brutal gut, von so wenigen Leuten. Wenn ich das mit meiner Grafik auf High Resolution spiele, hätte es mit vielen AAA mit. Ja, das meine ich ja. Und klar gibt es da Bugs, aber wo gibt es die nicht? So, warte. So unsurprisingly, the team mentioned being mostly influenced by single-player games, such as System Shock 2, BioShock, and GTA. Eventually, however, the studio started to experiment with a co-op mode, as the creators felt it could add to the already existing experience. The biggest challenge was retaining the horror elements in co-op mode and trying to strike the perfect balance where the game is still scary if you're playing with other players, which they admitted was very tricky to get right.
End Night Games wanted to stay away from the massive multiplayer feel of similar sandbox survival games such as DayZ and Rust. Therefore, they struck a balance where multiplayer added a level of randomness that suited the game. Whether other players will help. Was man eigentlich machen könnte bei Multiplayer-Games, ne? Also nur so eine Idee. Wir haben doch alle Dingens gespielt hier, It Takes Two. Stell mal vor, du hast so eine Höhle bei Forest und damit es irgendwie weitergeht, muss jemand einen Knopf drücken, dann geht eine Brücke runter oder sonst irgendwas. Wenn der Knopf loslässt, geht die Brücke wieder hoch. Erstmal kannst du natürlich viel Scheiße bauen miteinander, das ist gut. Aber dass quasi beide Spieler aufgeteilt werden. Der eine muss dann über die Brücke gehen, der andere mit dem Knopf muss das begleiten und beide müssen zusammenarbeiten oder gegeneinander, könnte auch lustig sein, dass man die einfach aufteilt. Wie in Portal 2, genau. Oder wie in It Takes Two eben. Genau, das wäre halt auch cool. Dann könntest du halt da nochmal so eine ganz eigene Experience draus machen. Das wäre irgendwie auch nice. Help you fight off enemies or destroy your Da braucht man automatisch direkt 2 Spieler. Ja, da kann man sich bestimmt was ausdenken. Im Singleplayer ist die Brücke einfach da. Da muss keiner auf den Knopf drücken, da gibt es keinen Knopf. Ne? So in der Richtung. Kann man bestimmt irgendwie hinkriegen. Base is up to them, though the team felt the Forest works better as a friendly co-op game where players help each other build and survive instead of a PvP game. According to designer Anna, another upside of co-op was how streamers could enjoy the game with their friends. Before leaving early access, the studio also put a massive amount of time into optimizing the Forest as much as possible. It was important to the team that even players with older machines would still have a great experience. In April 2018, after 4 years of community feedback and lots of added content and features, the Forest left early access and version 1.0 was now available on Steam. It received many positive reviews from gamers and critics, proving early access had been the right decision. We took the early access experience extremely seriously and listened to all the feedback from players. We're really grateful to everyone who played the game in early access and especially those who took the time to offer comments, both positive and negative. The Forest became a much better game with the guidance and feedback of the players who were actually playing the game over that 4-year period. The developers were far from done with their survival game, however, and announced they would be heavily supporting the game moving forward. In November 2018, the game was released for PlayStation 4 and introduced many improvements that added to the visuals and performance. Soon after, the Forest... Ich stelle mir gerade vor, hat mit Forest nichts zu tun. Ich musste gerade daran denken, mein Kopf ist komisch. Ich musste gerade an 7 Days denken, auch wegen den Eingeborenen, die so angreifen hier und wie das bei 7 Days ist und so. Und bei 7 Days einfach Zombies, die vielleicht nicht der üblichen KI folgen, sondern vielleicht so... Ja, so fette Zombies, die mit dem Bauhammer versuchen, deine Strukturen einzuschlagen. Die halt gegen deine Zementblöcke oder sonst irgendwas, die halt irgendwo gegenballern. Die versuchen, dein Haus einzureißen. Dass das deren primäres Ding ist und nicht einfach auf die zuzurennen. So, oder einen Weg zu finden zu dir. Dass man einfach so so parallel so eine andere KIs noch hat, damit man sich irgendwie darauf einstellen muss und irgendwie an alles und alles in Kombination irgendwie. Gab es bei 7 Days doch, das wurde wieder rausgenommen, die Boss-Zombies. Ich meine nicht die 5 Blöcke hoch sind oder was das waren, ne? Sondern wirklich so Zombies, die müssen aber nur ein bisschen kräftiger sein und die haben nur Interesse daran, mit dem Hammer deine Sachen einzureißen. Die sind gar nicht primär an dir interessiert, sondern primär daran, deinen kaputt zu machen. Das ist 5 Minuten cool, dann wird das Griefe nervig. Ja, aber du hast es ja eher beim Blutmond zum Beispiel. Du musst natürlich lernen, damit umzugehen. Der Blutmond ist auch nervig, aber du musst lernen, damit umzugehen. Dann musst du halt gucken, was mache ich bei der Base, ne? Dass die vielleicht nicht drankommen, weil du hast ja auch Selbstschussanlagen, wie bei Pro, den ganzen Kram. Schön zu hören, dass ein Studio das an Community hört und nicht für andere Studios das gefühlt ignoriert. Ja. Behavior Interactive. Oh, ja gut, da kenne ich mich nicht genug aus. Ja. So, warte. Flop. Forest also received a VR mode on the Oculus Rift. The studio was counting on VR to add an extra level of creepiness, especially in a game that is so immersive. Early versions of the game were developed using a Sony HMZ head-mounted display. As a result, the entire game was designed with VR in mind from the start, which also added to the experience when playing on a traditional screen, from the claustrophobic feel of the caves to the beauty of the environment. Developing for VR presented a new set of technical challenges, the most surprising element being scale. The first time Ben played the game in VR and walked out of the plane into the forest with the Oculus Rift on, everything looked wrong. Oh ja, ich will unbedingt mal Forest in VR nochmal spielen. Irgendwann wieder VR, das wäre cool. Small logs looked massive and enemy creatures looked like miniatures. The developers now had to spend lots of time getting the scale correct and consistent throughout the entire game. By the end of 2018, over 5 million copies of the Forest had been sold for PC, with a development budget of only $125,000, calling it a commercial success
success would be understating the studio's achievement. Geil. In November 2018, Anna mentioned the team was interested in creating a sequel for The Forest, saying it was a really unique game when it came out, but a lot of similar survival. Unlike anything else that exists currently. Completely new take on a survival game. Oh Gott, ich freue mich auf Sons of Forest. Ich freue mich da so drauf, ne? Games had been released since. The team had ideas to develop a sequel that offers a completely new take on what a survival game could be, unlike anything else that currently exists. In December 2020, the studio released a trailer officially announcing the development of Sons of the Forest with an expected release in 2021. So, warte. It has been delayed multiple times since then and is now scheduled to be released in February 2023. The team also shared screenshots and in-game footage showing a similar theme to The Forest, where the player survives a plane crash and has to thrive in a remote forest area. It's been confirmed that the enemies in this sequel are different from the cannibals in The Forest. The studio also announced that it programmed a new AI tool for the game, titled Veil, which goes far beyond the AI mechanics of The Forest. The tool allows for... Und vor allen Dingen, wir haben ein Gesicht an. Titled Veil, which goes far beyond the AI mechanics... Wir haben ein Gesicht an. Survival! Ja, wir ziehen nicht nur Lurche aus, sondern wir können jetzt auch Gesichter abziehen, glaube ich, um so zu tun, als wären wir... Oh, das wird ganz böse. Das wird so böse. Oh. Of the Forest. The tool allows for the creation of extremely complex behavior. Characters can now better experience emotions like fear and anger, while also becoming tired, hungry and thirsty. This new AI engine will also mean enemies will carry out more coordinated attacks. Some fans have guessed this means mutants might adapt to certain traps, though this hasn't been confirmed. With the planned release date looming around the corner, it'll be interesting to see whether or not Sons of the Forest can live up to the hype of its predecessor. Boah, geil. Oh Gott, das wird so furchtbar. Das wird so furchtbar. Ich freue mich so sehr drauf.